13. Februar 2025, Sternenmedium Daily, nur für dich heute. Sei aufs allerherzlichste willkommen zu diesem wunderbaren neuen Tag, der hoffentlich ganz wunderbar werden wird. Heute wieder jedes einzelne Sternzeichen. Der Steinbock. Der Steinbock sollte sich heute klar werden im Verlauf des Tages, kleine Wachstumsaufgabe, dass wenn du dich sorgst um etwas, lieber Steinbock, sind diese Sorgen vollkommen unnötig, denn du solltest erkennen, dass die Sorgen das Outcome in keinster Weise beeinflussen, jedoch aber wohl dich im Negativen, denn ein negativer Gedanke zieht 10 hinter sich her und diese 10 Hunderte und die 100 Tausende. Und schon ist es auf gut Deutsch ein beschissener Tag. Sorry für das Fachjargon. Von dem her, sorgst du dich heute um etwas, drückt irgendwo der Schuh, gib es nach oben ab und sage, ich bitte um Leichtigkeit, bitte zeigt mir die Lösung. Der Wassermann. Der Wassermann, der stark an die Veränderung glaubt, der Veränderung möchte, der sie herbeiziehen möchte, fast schon auf Teufel komm raus. Der Wassermann sollte diesbezüglich erkennen, dass es für Veränderung Bewegung braucht, Handlung braucht. Wenn du immer gleich handelst, wenn immer alles in der gleichen Routine abläuft, kann sich nichts verändern. Think outside the box, do it outside the box. Gib dir heute einen Ruck, mach es anders und du wirst sehen, dass die gewünschte Veränderung, die du möchtest, sie wird sich einstellen. Die Fische. Bei den Fischen geht es heute um Sinn und Zweck. Du wirst geleitet, lieber Fisch. Sei im Vertrauen, bleibe im Vertrauen. Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, vor allem, dass du weißt, was du tust heute. Nicht warum, doch wisse, was du tust. Sei dir dessen bewusst. Auch wenn du intuitiv handelst, solltest du dir dessen bewusst sein. Handle heute keinesfalls impulsiv, lieber Fisch. Sinn und Zweck werden dir in den Abendstunden gezeigt. Der Widder bitte. Der Widder kann heute eventuell etwas bedauern. Vielleicht ein schlechtes Gewissen haben oder sich so sagen, hätte ich das doch anders gemacht, hätte ich was anderes gesagt, hätte ich anders reagiert, whatever. Wisse, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst, doch du kannst es heute anders machen, du kannst es heute besser machen. Werde dir bewusst, dass nichts falsch ist, aber auch nichts richtig ist. Die goldene Mitte in dir lässt dich richtig gut ausgerichtet, authentisch handeln, auf das du somit im Gleichgewicht bist. Der Stier. Der Stier hat heute etwas Herzklopfen. Der Stier hat heute ein bisschen Atemnot. Doch ich hoffe nicht, dass es gesundheitlich ist. Es ist eher eine Nervosität, eine Aufregung. Vielleicht ein sich in die Ecke gedrängt fühlen. Es geht darum heute, deine Glaubenssätze. Deine Glaubenssätze sollten heute angesehen werden. Vielleicht mehrere, vielleicht auch nur ein einziger, lieber Stier.
Es geht darum, dass deine Seele wachsen möchte, deine Seele möchte expandieren. Die alten Glaubenssätze, sie sind zu eng, sie halten dich auf. Ein bisschen Meditation, Pranayama, geh in die Natur, geh spazieren, setze dich irgendwo in die Natur hin, beobachte. Falls die Vöglein schon bei dir zwitschern, höre ihnen zu, sie beruhigen dich. Der Zwilling, bitte. Beim Zwilling hier steigen lauter rosarote Herzchen auf. Beim Zwilling geht es heute um die Liebe. Sei es, dass du die Liebe zu jemandem, zu etwas wahrnimmst, sei, dass du wahrnimmst, dass dir sehr, sehr viel Liebe entgegengebracht wird. Manch ein Zwilling möchte sich heute sogar verlieben, wird sich heute verlieben. Es geht heute jedoch aber auch darum, dass du das, was du tust, mit Liebe würzt. Schaue heute genau hin. Was verrichtest du heute, weil du funktionierst aus Gewohnheit, was aber ein Augenverdrehen von dir abverlangt? Und schau, was dir leicht von der Hand geht. Schau, was dein Herz Purzelbäume schlagen lässt. Die Liebe heute ganz, ganz groß geschrieben. Der Krebs, bitte. Aha, der Krebs möchte heute seine Ruhe haben. Der Krebs ist irgendwie in einem inneren Kampf, aber jetzt nicht schlimm, dass du hin und her gerissen bist. Ich glaube, es ist eher so, du hast das Gefühl, boah, heute will ich meine Ruhe haben, heute ist so ein No-Go-Tag, ich möchte zu Hause bleiben und ich möchte nicht genervt werden von anderen. Dem zugrunde liegt ganz unbewusst etwas, das in dir arbeitet. Nämlich ein Thema, das du bewusst, unbewusst kontrollierst. Geh aus dem Widerstand heraus. Gönne dir die Ruhe, die du brauchst. Doch schau auch hin, auf dass du wieder ins Außen gehen kannst, erstrahlen kannst. Lieber Krebs, es geht immer nur um uns. Der Löwe, bitte. Der Löwe ist heute bis, also es ist verschieden. Sie sagen bis Mitte Vormittag oder ab Mitte Vormittag bis 15 Uhr etwas im Hamsterrad. Es wird etwas stressig. Doch beim Löwen geht es heute um das große Thema des Erfolges. Es ist heute ein Tag, an dem du ein sehr gutes Outcome haben wirst, denn du darfst erkennen, dass es größer und besser sein kann, sein wird. Der Erfolg durch deine Disziplin. Du kannst dir auf die Schulter klopfen, lieber Löwe. Doch du darfst auch erkennen, dass umso mehr Liebe du in dir spürst, du nach außen trägst, umso erfolgreicher wird dein Vorhaben. Und vielleicht triumphiert die Liebe als Erfolg heute bei dir. Die Jungfrau, bitte. Die Jungfrau macht sich auf zu neuen Ufern. Es ist in den frühen Morgenstunden, so hat die Jungfrau das Gefühl von Leere und gelähmt sein.
weil irgendein Schuldthema da ist. Von Schuld und Unschuld, sagen sie. Auch dort, ich möchte es nicht noch einmal zum x-ten Mal wiederholen müssen, tue ich aber, Schuld ist inexistent. Schuld ist ein Gedankenkonstrukt. Es geht schlichtweg dabei um Verantwortung. Sie sagen, ab der Mittagszeit kommt die Jungfrau in Fahrt, denn sie erkennt bei einem ganz gewissen Thema ihre Selbstverantwortung. Und du solltest bei Schuld- und Unschuldthemen immer die Verantwortung, deine eigene Selbstverantwortung anschauen. Und erkennst du diese, darf das Thema gehen. Die Waage bitte. Zirkus. Ich sehe das Wort Zirkus. Die Waage darf sich aussuchen, welche Rolle sie heute übernehmen möchte. Es ist ein leichtes. Oh, interessant. Was liegt dem zugrunde, bitte? Ein Amüsement. Etwas, was dir Freude bereitet. Vielleicht darfst du erkennen, dass du dich jeden Tag aufs Neue erfinden darfst, jeden Tag aufs Neue ausleben darfst, die Fülle dessen erkennen darfst, dass du jeden Tag so gestalten kannst, wie du es möchtest, indem du auf deine Ausrichtung achtest. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass du die Grenzenlosigkeit deines Seins erkennen solltest, erkennen darfst, erkennen wirst. Du kannst aus dieser Situation heraus, liebe Waage, aus diesem Raum der Erkenntnis alles manifestieren, was du möchtest. So, wähle weise. Ein wichtiger Tag heute für dich. Der Skorpion, bitte. Der Skorpion, gut möglich, dass der Skorpion heute Angst hat, dass irgendetwas zusammenbricht, weil irgendwo gerüttelt wird. Da kommt die Angst hoch, lieber Skorpion. Die Angst, dies kann sich in Nervosität ausdrücken, kann sich mit Nacken-, Schulter-, Rückenverspannungen ausdrücken, kann sich auch sogar bei manchen mit Übelkeit ausdrücken. Es geht heute darum, lieber Skorpion, dass du realisieren solltest, dass einzig du allein die verschiedenen Stimmungen, Gefühle, Eigenschaften, Situationen austestest für dein Wachstum. Sei dir heute bewusst, falls dies auf dich zutrifft, dass du entscheidest, wie lange du in diesem Gefühl der Angst verbleiben möchtest. Du hast die Wahl, dich zu entscheiden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das heute immer wieder bewusst machst. Sie sagen, am Ende des Tages wird gar nichts passieren. Es wurde etwas angesprochen, etwas getriggert, was die Angst hervorgerufen hat. Sei dir dessen bewusst. Der Tag ist wie ein jeder andere. Gestalte ihn so, wie er dir gut tut. Du bist Herr deines Lebens. Der Schütze, bitte. Der Schütze wird heute eine ganz krasse Entscheidung treffen. Diese Entscheidung auch dort basiert auf Ärgernisse und Wut.
auf etwas oder auf jemanden, vielleicht sogar auf dich selbst. Die krasse Entscheidung, die du treffen wirst, ist mit all diesem, mit diesem Thema, mit all dem, was es in dir auslöst, abzuschließen. Heute beim Schützen geht es um Vergebung. Und Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist, dich freizusetzen von etwas. All diese Widerstände, die negativen Gefühle, die es in dir auslöst, eben wie Wut, Ärgernisse, Sorgen, bei manchen gar Hassgefühle, sie halten dich von der Liebe ab. Denk darüber nach. Geh in die Vergebung, setze dich frei. In diesem Sinne an alle, Happy Day. Bis morgen. Ciao.